Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Videoeinstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum kostenlosen PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hi Ben, hast du einen Moment Zeit zum Reden? Natürlich, Alice. Was liegt dir auf dem Herzen? Ich habe eine Idee, die ich mit dir teilen möchte. Es geht um den Umweltausschuss unserer Schule. Das klingt interessant. Ich höre zu. Ich denke, wir sollten ein neues Projekt starten, um unsere Schule umweltfreundlicher zu machen. Wir könnten es das grüne Schulprojekt nennen. Das grüne Schulprojekt? Was bedeutet das? Ich stelle mir ein Projekt vor, bei dem wir gemeinsam Abfall reduzieren, Energie sparen und Recycling in unserer Schule fördern. Wir könnten auch unsere Mitschüler über den Umweltschutz aufklären. Mir gefällt diese Idee. Aber welche Aktivitäten hast du im Sinn? Nun, ich dachte, wir könnten einen schulweiten Putztag organisieren. Wir könnten Müll auf dem Schulgelände und im nahegelegenen Park aufsammeln. Das ist ein guter Anfang. Putztage machen Spaß und helfen unserer Gemeinschaft. Was schlägst du noch vor? Wir könnten in jedem Klassenraum Recyclingbehälter aufstellen. Im Moment werfen viele Schüler Papier und Plastik in den normalen Müll. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Mehr Recyclingbehälter würden helfen. Wir könnten sogar Schilder machen, um die Schüler daran zu erinnern, zu recyceln. Genau, und wir könnten einen Wettbewerb veranstalten, um zu sehen, welche Klasse am meisten recycelt. Die gewinnende Klasse könnte einen kleinen Preis erhalten. Das klingt nach einer großartigen Idee. Es wird das Recycling unterhaltsam und wettbewerbsfähig machen. Ich habe auch darüber nachgedacht, eine Keine-Plastik-Kampagne zu starten. Wir könnten die Schüler ermutigen, wiederverwendbare Wasserflaschen und Brotdosen anstelle von Plastik zu verwenden. Ich liebe diese Idee. Plastikmüll ist ein großes Problem. Es ist sehr wichtig, unseren Freunden beizubringen, weniger Plastik zu verwenden. Wir könnten sogar eine Schulversammlung abhalten, bei der wir einen kurzen Film über die Auswirkungen von Plastik auf die Umwelt zeigen. Das wäre sehr lehrreich. Ich denke, vielen Schülern ist nicht bewusst, wie viel Plastik sie jeden Tag verwenden. Ja, und wir könnten einen lokalen Umweltschutzredner einladen, der zu uns spricht. Das würde unser Projekt interessanter machen. Da stimme ich zu. Wir sollten auch einen kleinen Garten an der Schule anlegen. Das könnte ein Ort sein, um über Pflanzen und Natur zu lernen. Ein Schulgarten ist eine wunderbare Idee. Wir könnten Blumen, Gemüse und Bäume pflanzen. Das würde unsere Schule schöner machen und uns helfen, mehr über Biologie zu lernen. Richtig. Wir könnten unseren Biologielehrer um Hilfe mit dem Garten bitten. Vielleicht können wir sogar ein paar Gartenworkshops veranstalten. Ja, und wir könnten den Garten nutzen, um jüngeren Schülern etwas über die Umwelt beizubringen. Es wird eine praktische Lernerfahrung sein. Mir gefallen all diese Ideen, Alice. Aber wie fangen wir an? Ich denke, der erste Schritt ist, mit unseren Umweltausschussmitgliedern zu sprechen. Wir könnten ein Treffen abhalten und unsere Ideen teilen. Das ist ein guter Plan. Wir sollten auch unsere Lehrer um Unterstützung bitten. Sie könnten uns mit Ressourcen und Planung helfen. Genau. Ich glaube, wenn wir zusammenarbeiten, können wir einen großen Unterschied an unserer Schule machen. Ich stimme zu. Es wird Mühe kosten, aber es wird sich lohnen.
Unsere Schule kann ein Modell für andere Schulen in der Umgebung werden. Ja, und wir können andere Schüler inspirieren, sich um die Umwelt zu kümmern. Jede kleine Handlung zählt. Ich bin aufgeregt wegen dieses Projekts. Ich denke, unseren Mitschülern wird es gefallen. Das denke ich auch. Ich werde eine kurze Präsentation für unser nächstes Treffen im Ausschuss vorbereiten. Dort können wir das grüne Schulprojekt erklären und um Ideen von allen bitten. Das ist eine großartige Idee. Ich kann dir bei der Präsentation helfen. Wir können Poster und Handouts erstellen. Danke, Ben, ich schätze deine Unterstützung. Gemeinsam können wir ein erfolgreiches Projekt planen. Ich freue mich darauf, daran zu arbeiten. Es wird spannend sein zu sehen, wie unsere Schule grüner wird. Ja, und wir werden dabei viel lernen. Ich glaube, unser Projekt kann helfen, Gewohnheiten zu ändern und das Bewusstsein zu schärfen. Ich stimme zu. Selbst kleine Änderungen wie die Verwendung einer wiederverwendbaren Wasserflasche können im Laufe der Zeit einen großen Unterschied machen. Genau. Unser Ziel ist es zu zeigen, dass jeder die Umwelt helfen kann, egal wie klein die Handlung ist. Wann möchtest du das Treffen mit dem Umweltausschuss abhalten? Ich schlage vor, dass wir uns nächsten Dienstag in der Mittagspause treffen. Wir können den Kunstraum nutzen. Der ist dann normalerweise frei. Das passt mir gut. Ich werde unsere Ausschussmitglieder an das Treffen erinnern. Super. Ich werde ein paar Fragen vorbereiten, um die Diskussion anzuregen. Ich möchte die Ideen von allen hören. Ich bin mir sicher, viele Schüler werden gute Vorschläge haben. Unser Projekt kann mit ihrem Input wachsen. Ja, Teamarbeit ist sehr wichtig. Ich glaube, wenn wir zusammenarbeiten, können wir mehr erreichen. Ich bin gespannt, was unsere Mitschüler sagen werden. Ich hoffe, sie sind ebenso begeistert wie wir. Ich denke schon. Viele Schüler kümmern sich um die Umwelt und wollen helfen. Was denkst du, sollten unsere nächsten Schritte nach dem Treffen sein? Wenn unsere Mitschüler dem Projekt zustimmen, können wir spezifische Aktivitäten planen. Wir können Termine für den Putztag, den Recyclingwettbewerb und das Pflanzen im Garten festlegen. Das klingt nach einem guten Plan. Wir sollten auch einen Zeitplan erstellen, damit jeder weiß, was zu tun ist und wann. Ja, ein Zeitplan wird uns helfen, organisiert zu bleiben. Ich kann einen Kalender erstellen und mit dem Ausschuss teilen. Perfekt. Ich denke auch, dass wir unser Projekt in sozialen Medien bewerben sollten. Wir können die Facebook-Seite und Instagram unserer Schule nutzen. Das ist eine großartige Idee. Es wird helfen, die Nachricht zu verbreiten und mehr Schüler zu ermutigen, mitzumachen. Ich kann bei den Social-Media-Beiträgen helfen. Ich kenne mich ein wenig mit Grafikdesign aus, also kann ich einige ansprechende Bilder erstellen. Wunderbar. Gemeinsam können wir unser Projekt für die ganze Schule sichtbar machen. Ich freue mich wirklich auf unser Treffen nächsten Dienstag. Ich glaube, unser Projekt wird viele Schüler inspirieren. Ich auch, Ben. Ich habe das Gefühl, dass wir etwas sehr Wichtiges starten. Unser grünes Schulprojekt kann unserer Schule, unserer Gemeinschaft und dem Planeten helfen. Ja, und es wird uns auch die Gelegenheit geben, neue Fähigkeiten zu lernen. Wir werden das Planen, Organisieren von Veranstaltungen und die Teamarbeit üben. Ich stimme zu. Diese Fähigkeiten werden in der Zukunft nützlich sein, egal für welchen Beruf wir uns entscheiden. Ich bin stolz, Teil dieses Projekts zu sein. Es macht mich glücklich zu denken, dass wir einen Unterschied machen können. Ich fühle mich genauso. Jede kleine Handlung zählt
und gemeinsam können wir eine große Veränderung bewirken. Ich sehe dich am Dienstag zum Treffen. Ich bin gespannt auf die Ideen von allen. Danke für deine Unterstützung, Ben. Ich weiß, dass unser Projekt mit deiner Hilfe erfolgreich sein wird. Gern geschehen, Alice. Ich helfe gerne. Lass uns unsere Schule grüner machen. Ja, lass uns gemeinsam für eine bessere Zukunft arbeiten. Ich werde heute Abend mit der Vorbereitung der Präsentation beginnen. Ich werde auch ein wenig über Recycling und Umwelttipps recherchieren. Wir können interessante Fakten mit unseren Mitschülern teilen. Das ist eine großartige Idee. Fakten zu teilen wird helfen, alle aufzuklären und zu zeigen, warum unser Projekt wichtig ist. Ich bin froh, dass wir heute gesprochen haben. Ich habe das Gefühl, dass unser Projekt voller guter Ideen und positiver Energie ist. Ich fühle mich genauso. Gemeinsam können wir unsere Schule inspirieren, umweltfreundlicher zu sein. Ich freue mich auf unser Treffen am Dienstag. Es wird eine gute Gelegenheit sein, unsere Vision zu teilen und unsere nächsten Schritte zu planen. Ja, und ich glaube, viele Schüler werden sich uns anschließen wollen. Je mehr Leute wir haben, desto größer wird der Einfluss sein, den wir ausüben können. Ich stimme zu. Ich werde die Nachricht verbreiten und meine Mitschüler ermutigen, zum Treffen zu kommen. Danke, Ben. Deine Hilfe ist sehr wichtig. Lass uns gemeinsam unser grünes Schulprojekt zum Erfolg führen. Ich bin gespannt auf die Zukunft. Lass uns am Dienstag treffen und unsere umweltfreundlichen Aktivitäten planen. Ja, ich werde dich dann sehen. Einen schönen Tag, Ben. Dir auch, Alice. Bis bald. Gut gemacht. Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.